Mathe für Physik. Und du musst dafür kein Genie sein, wie der nette Herr hier, sondern das ist Stoff, den wirklich jeder kann. Es geht um 3 einfache Regeln für Terme, die aufzulösen sind, und 2 einfache Regeln für Brüche, die zu vereinfachen sind. Ein Tipp: Nutzt die Pausentaste, um zu navigieren, schnell mal zurück, was wiederholen. Und noch ein Tipp: Du musst mich nicht immer sprechen hören, wenn du wiederholst. Du kannst auch einen Ton abschalten. Die Bilder sind so gemacht, dass sie eigentlich selbsterklärend sein sollten. Schauen wir uns jetzt unsere 3 Typen Terme an. Typ 1. Kannst du das sofort lösen? Ja, mit ein bisschen Übung siehst du die Lösung schier. Sicher kein Problem für dich. Was machst du systematisch, um es zu lösen? Hier, du dividierst 6 durch 3. Ja, und dann kannst du die Lösung rausfinden. Nehmen wir ein schwierigeres Zahlenbeispiel, wo du die Lösung nicht gleich siehst. Was machst du hier systematisch? Denk an die Aufgabe von vorhin. Hier hast du 8, hier hast du x und hier hast du x und hier hast du 8. Du hast die Plätze von x und 8 vertauscht, so wie vorhin. Und jetzt kannst du das mit dem Handy ausrechnen. Oder mit dem Rechner. Und jetzt schauen wir uns den allgemeinen Fall an. Genau wie vorher, nur dass wir jetzt keine Zahlen drin haben, sondern Konstanten, die heißen a und b. Und aufzulösen ist nach x. Was machen wir? Gehen wir doch einfach so vor wie vorher, nämlich wir tauschen die Plätze von a und x einfach aus. Dann kriegen wir diesen Wert. Wir haben nach x aufgelöst und können jetzt ganz einfach den Wert ausrechnen. Also die Idee bei diesem Typ 1 ist, schau dir genau an, x steht hier im Nenner, du kannst x auf die andere Seite bringen und praktisch x und a den Platz wechseln lassen. Und das ist deine Lösungsstrategie für diesen Typ 1. Jetzt schauen wir uns Typ 2 an. Jetzt steht x im Zähler. Was machst du jetzt? Bei diesen Zahlen eigentlich kein Problem. Du siehst eigentlich sofort, was du machen kannst. Du musst 4 mal 2 nehmen. Was hast du systematisch gemacht? Du hast hier die 4 rübergebracht zur 2. Und dann kriegst du ganz einfach das Ergebnis. Jetzt machen wir es hier auch mit einem schwierigeren Zahlenbeispiel, wo du die Lösung nicht gleich siehst. Was musst du machen? Die 13 rüberbringen, wie vorher auch. So, hier ist es und jetzt kannst du das Ergebnis mit dem Taschenrechner ausrechnen. Und jetzt geht es wieder zum allgemeinen Fall. Jetzt haben wir hier Variablen, also Buchstaben, keine Zahlen. Was machen wir, wenn wir uns an die Beispiele von vorhin erinnern? Wir bringen b auf die andere Seite rüber. So sieht es aus. b kommt in diesen Platz hier rein, wird mit mal dran multipliziert an das a. Und damit haben wir schon eine Lösung. Erst b mal a gleich x, also ist x gleich b mal a. So sieht die Strategie für den Typ 2 aus. Und jetzt gibt es den Typ 3. Bitte mach dir klar, es gibt hier nur diese 3 Typen. Jetzt hast du hier ein Produkt. Was machst du? Vielleicht siehst du gleich, was hier zu machen ist. Du musst hier dividieren. Aber was hast du wirklich gemacht? Du hast die 3 hier unter den Bruchstrich gebracht. Nächstes Beispiel, diesmal mit schwierigeren Zahlen, wo du die Lösung nicht gleich siehst. Bring auch hier die 15 unter den Bruchstrich. So, und jetzt kannst du es ausmultiplizieren. Jetzt kannst du es ausrechnen. Und jetzt das gleiche Beispiel wieder mit Variablen, also mit Buchstaben. Hier, was machst du jetzt? Du musst b jetzt genauso behandeln, wie du vorhin die Zahlen behandelt hast. Du bringst es hier unter den Bruchstrich. So. Und damit hast du schon die Lösung. Das war Typ 3. Schau dir das öfter an, lass es auch ohne Ton durchlaufen. Du solltest alle diese 3 Typen verstehen. 2 Zahlenbeispiele, du kannst ja auch andere machen, und ein allgemeines Beispiel mit den Konstanten a und b. So, nachdem wir Terme geknackt haben, gehen wir jetzt an Brüche. Wir haben hier 2 Bruchformen, die du gleich sehen wirst. Erste Bruchform: Im Zähler steht ein Bruch. Und wir wollen dieses Gebilde vereinfachen, sodass wir nur noch einen Bruchstrich haben. Wie machen wir das? Wir erweitern Zähler und Nenner mit diesem b hier. Ja, und dann können wir das wegkürzen. Und jetzt steht hier da a durch cb. Und das ist unser großer Trick. Denn wir haben einfach hier
a durch b durch c, das b eine Etage runterfallen lassen. Und hier steht unsere Bruchgleichung. Ganz wichtig, brauchen wir in sehr vielen Fällen. Hier ist unser nächster Kandidat, du konntest es dir schon fast denken. Jetzt steht im Zähler eine Zahl und im Nenner ein Bruch. Wie vereinfachen wir dieses Ding? Wir erweitern einfach wieder. Wir erweitern Zähler und Nenner mit dieser Konstante c hier, so dass wir dann dieses c wegkürzen können. Und damit steht schon die Lösung da. Fertig. So einfach ist es. Hier war also der Trick, dass du das ganz untere hier hochspringen lässt in den Zähler, um diese Umformung zu machen. Und jetzt möchte ich dir noch zwei einfache Anwendungen aus der Physik zeigen, wo du diese Umformungen wirklich brauchen kannst. Nummer 1, es geht um Geschwindigkeit. V ist S durch T, V ist S durch T. Dann schon die Umformung, wenn T gesucht ist auf T, da brauchst du Typ 1 dafür. Ganz oben die Gleichungsumformung, die wir gemacht haben. T ist S durch V. Jetzt rechnest du hier die Zahlenwerte, 200 Kilometer durch 50 Kilometer pro Stunde. Und das ist genauso ein Bruchfall. Und da brauchst du diese Form B2 von vorhin, damit du das korrekt auf einen Bruchstrich vereinigen und dann wegkürzen kannst. Und hier das zweite Beispiel, da geht es um Beschleunigung, a gleich v durch t. Die Geschwindigkeit ist Meter pro Sekunde, t ist Sekunde. Wenn du a ausrechnest, hast du hier auch einen Bruch, Meter pro Sekunde. Und das ist genau der Bruch vom Fall 1. Und du siehst, so rechnest du den um, nach der Bruchform 1. Übrigens habe ich gerade einen Fehler gemacht, den habe ich auch korrigiert soeben. Der Pfeil muss dahin. Diese Gleichheit, das ist genau die Anwendung von unserer Bruchformel B1. So, das wär's. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Üben über die 3 Terme und die 2 Bruchformen, bis du sie wirklich fließend kannst und blitzartig einsetzen kannst.